In meinem letzten Video habe ich euch ja alles erzählt zur Überhitzung der DJI Mini 4 Pro. In diesem Video geht es um ein ganz anderes Thema. Viele von euch haben schon die Mini 3 Pro zu Hause und überlegen jetzt so ein bisschen abzugraden auf die Mini 4 Pro. Lohnt sich das? Ist alles dabei, was ich haben möchte? Ich kann euch auf alle Fälle empfehlen, tut das. Also es sind so viele neue Funktionen dabei und so viele Möglichkeiten, eure kreative Ader so ein bisschen auszuleben. Das macht richtig Spaß, aber natürlich nur, wenn ihr die neuen Funktionen braucht. Ich bin zum Beispiel so ein Vertreter, ich brauche das unbedingt. Ich habe sie mir wirklich gleich am ersten Tag der Veröffentlichung um 15 Uhr kam sie raus, 15:05 Uhr habe ich es mir bestellt. Und das Prinzip ist eigentlich so, wenn du jetzt überlegst, du hast die Mini 3 Pro zu Hause, vielleicht noch in dem Fly More Paket mit Akkus, Ladestationen und noch vielen anderen Dingen, dann hast du bestimmt irgendwo gehört, ja, die Akkus passen und das ist eigentlich vom Gehäuse her fast genauso und so weiter und so fort. Kannst du das alte Zubehör verwenden? Jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für euch und auch eine gute. Alles das in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Und wie immer, wenn euch das Video gefällt, sehr gerne ein Like da lassen bzw. meinen Kanal abonnieren, damit ich euch noch mehr spannende Videos produzieren kann. Vielen Dank dafür. Als erstes schauen wir uns natürlich das Filterproblem an und du hast natürlich schon gehört, ja, die alten ND-Filter passen nicht mehr auf die DJI Mini 4 Pro und damit natürlich auch das Weitwinkelobjektiv und viele andere Zubehörgeschichten, die sonst immer direkt auf die Kamera aufmontiert wurden, die passen jetzt einfach nicht mehr. Nur habe ich mir gedacht, naja klar, das wird wieder so ein Marketing-Gag sein von DJI, um mehr Zubehör zu verkaufen. Ist aber nicht so, das hat einen sinnvollen Grund. Ich kannte den Grund vorher auch noch nicht, aber der Patrick vom Kanal Pixel und Spätzle, der hat uns alle aufgeklärt. Grüße gehen raus und ich übernehme das jetzt mal so, wie du das gesagt hast. Und zwar ist das folgender Grund. Erstens hat natürlich die Kamera der DJI Mini 4 Pro jetzt einen höheren Dynamikbereich und ein geringeres Rauschverhalten. Und dann war es so, dass bei der Mini 3 Pro an den Bildrändern manchmal eine starke Vignettierung des Bildes vorhanden war. Und darum ist jetzt die Öffnung der Streulichtblende größer geworden und die Blende in der Tiefe deutlich kleiner. Jetzt nochmal zur Erklärung dieser Kamerakappen von der DJI Mini 4 und Mini 3. Zum Verständnis, das ist die Kappe der DJI Mini 3. Und das ist die Kappe der DJI Mini 4 Pro. Und wenn der Autofokus jetzt das ordentlich macht, dann siehst du natürlich, dass hier von der DJI Mini 4 Pro die Öffnung deutlich größer ist, um mehr Licht einzulassen, als bei der DJI Mini 3. Und genau darum passen jetzt nicht mehr die ND-Filter von der DJI Mini Pro auf die DJI Mini 4, weil, wie gesagt, hier die Kappen sich verändert haben in der Größe und natürlich auch in der Dicke. Wenn du jetzt mal guckst, kannst du das natürlich unterscheiden, dass diese Kappe hier dünner ist von der DJI Mini 3 Pro als die Kappe von der DJI Mini 4 Pro. Ich hoffe, ich konnte es dir so einigermaßen vernünftig erklären. Jetzt verstehe ich das Ganze auch und bin natürlich der Meinung, dass hier ein deutlicher Mehrwert entstanden ist. Und da kaufe ich mir gern mal neue ND-Filter, wenn das Bild deutlich besser ist. Jetzt die zweite Geschichte. Du hörst natürlich, dass die Akkus der Mini 3 Pro in die Mini 4 problemlos reinpassen. Der Fakt ist völlig richtig und da die neuen Akkus maximal nur 5% mehr Akkukapazität haben als die alten von der DJI Mini 3 Pro, lohnt sich das natürlich, wenn du jetzt die alten Akkus behältst. Das heißt, aus deinem Fly und More Paket, wenn du die Drohne verkaufen möchtest, dann halt nur den Controller und die Drohne mit einem Akku verkaufst und den Rest behältst, um hier Geld zu sparen. Aber jetzt kommt der Haken an der ganzen Geschichte, denn die DJI Mini 3 Pro Akkus sind 2 Gramm schwerer als die anderen Akkus, was bedeutet, dass deine Drohne deutlich über 250 Gramm wiegt, nämlich ganz genau 251 Gramm. Und das ist natürlich irgendwo ein Kracher. Ich habe es selber nicht geglaubt, aber ich habe es nachgemessen. Und damit ihr mir das auch glaubt, zeige ich euch das Ganze natürlich mal live. Das ist eine handelsübliche deutsche Küchenwaage und das ist die DJI Mini 4 Pro und das Original-Akku. Ich habe sogar noch den Aufkleber hinten drauf gelassen. Und da stelle ich jetzt mal die Drohne drauf und ihr seht, wie von DJI natürlich auch bescheinigt, 249 Gramm. Jetzt mache ich das mal live und wechsle das Akku hier direkt
aus der Drohne und stecke einen Akku aus der DJI Mini 3 Pro rein und stelle dann nochmal die Drohne auf die Küchenwaage. Und ihr seht 251 Gramm. Perfekt, 2 Gramm mehr, schon hast du alle Gesetzesvorgaben hier überschritten. So ist es halt. Und es ist wirklich so, und du kriegst natürlich dann auch, wenn du mit den älteren Akkus fliegst, also mit den Akkus von der DJI Mini 3 Pro, kriegst du natürlich auch eine Anzeige auf deinen Controller bzw. auf dein Smartphone, dass dieses Akku nicht mehr mit der C0-Zertifizierung der EU konform ist. Und was das eigentlich für ein Wahnsinn ist, du musst dir mal überlegen, jetzt hast du wegen 2 Gramm deine C0-Zertifizierung verloren, gerätst mit der Drohne in ganz andere Gesetzesvorgaben und wolltest eigentlich nur ein bisschen Geld sparen und deine alten Akkus verwenden. Und das empfand ich persönlich als wirklich schlechteste Nachricht überhaupt, weil ich glaube, jeder von uns hat dieses Fly More Paket von der DJI Mini 3 Pro noch zu Hause, hat überlegt, na Mensch, dann brauche ich halt nur das neue Akku. Jetzt kommt ein Akku im Lieferumfang mit dazu. Dann habe ich, wie gesagt, noch 3 alte Akkus, verkaufe die Drohne oder verkaufe die Drohne mit einem Akku, bin ich trotzdem noch bei 3 Akkus und liege hier richtig vernünftig. Aber leider ist das nicht so. Und leider kannst du natürlich aus deinem alten Fly More Paket von der DJI Mini 3 Pro nur das Ladegerät, die Kabel und die Tasche sowie die Ersatzpropeller verwenden. Das war's. Und dazu kommt natürlich noch, dass die neuen Akkus ein bisschen teurer sind als die alten Akkus. Und wer sich Akkus nachkaufen möchte für die DJI Mini 4 Pro, sollte beim Nachkauf wirklich darauf achten, sind das die Akkus für die DJI Mini 4 Pro oder versucht man dir hier einen günstigen Preis zu machen für die Akkus der DJI Mini 3 Pro. Also beim Kauf der Akkus immer zweimal hinschauen. Die nächste schlechte Nachricht ist natürlich auch, wenn du jetzt eine Tasche für deine DJI Mini 3 Pro gekauft hast, also jetzt nicht das Original von DJI verwendest, dann besteht Folgendes. Und zwar hast du natürlich die DJI Mini 3 Pro bis jetzt immer hier vernünftig reinbekommen in die alten Taschen, gar kein Problem. Jetzt hat die DJI Mini 4 Pro einen etwas größeren Gimbal-Schutz und das Gehäuse hat sich dann auch noch um wenige Millimeter erhöht. Des Weiteren liefert natürlich DJI jetzt den Propellerschutz wieder mit, was bei der DJI Mini 3 Pro nicht der Fall war. Und wenn du jetzt den Propellerschutz nehmen möchtest und ihn dann an deine Drohne anbringst und die Drohne mit dem Propellerschutz hier in die Tasche mit einpflegen möchtest, dann geht das zwar, aber unter riesengroßem Druck. Manche Taschenhersteller haben wirklich jetzt die DJI Mini 3 Pro als Vorlage genommen und die wirklich, dass die fest in der Tasche liegt, hier wirklich richtig eng abgemessen und du siehst, es passt nicht mehr rein. Also das heißt, das kannst du dann auch vergessen, dass du deine alten Taschen der Mini 3 Pro noch nutzen kannst für die DJI Mini 4 Pro. Natürlich, wer Schaumstoff hat hier, also nicht so eine härtere Geschichte, sondern wer Schaumstoff innen drin hat und so, da könnte das alles noch funktionieren. Aber bei dem Originalzubehör der DJI Mini 3 Pro, diesen Taschen, ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht mehr so. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich euch hier so viele schlimme Nachrichten überbringen muss. Aber die nächste schlechte Nachricht ist natürlich auch jetzt bei der DJI Mini 4 Pro sind natürlich hier auch die Hindernissensoren verbaut. Das heißt 360 Grad Hinderniserkennung heißt auch 360 Grad Hinderniserkennung. Das heißt, die guckt ja auch zur Seite, die guckt nach vorne, nach hinten und nach unten und überall hin. Jetzt gibt es ja clevererweise auch solche Art von Kamerahalterungen oder Zubehör, Landefüße, die du am Gehäuse anbringen kannst oder andere Dinge, die du dann vorher bei der DJI Mini 3 Pro ordentlich anbringen konntest und das eigentlich nicht so gestört hatte. Ja? Und jetzt hast du folgendes Problem, jetzt hast du natürlich die 360-Grad-Erkennung dran und wenn du jetzt am Gehäuse noch zusätzlich was anbaust, dann stört das natürlich die 360-Grad-Erkennung in den meisten Fällen und das Problem wird dann sein, dass die Drohne einfach ein Hindernis erkennt, obwohl keins da ist, weil es dann sozusagen am Gehäuse hängt. Also Landefüße, Wasserlandegestell, Kamerahalterung etc. solltest du dann auch noch mal komplett durchprüfen und ich denke, viel Zubehör wird dann nicht mehr übrig bleiben für diese Drohne und es sei dir natürlich gesagt, bevor es wieder in den Kommentaren steht, ich liebe diesen Spruch, die Drohne wiegt dann über 250 Gramm.
wo man natürlich auch recht hat. Das heißt, bei vielem Zubehör ist es natürlich so, dass hier die 250 Gramm Marke dann überschritten wird. Das ist gar keine Frage. Aber wer dann trotzdem solches Zubehör zu Hause hat für die DJI Mini 3 Pro, der sollte hier wirklich ganz genau hingucken und auch testen, weil das meiste Zubehör wird dann nicht mehr passen. A, weil sich so ein bisschen der Drohnenkörper verändert hat und B, natürlich wegen der Hinderniserkennung. Die erkennt dann Hindernisse, obwohl sie gar nicht da sind. Das, was ich jetzt mache, ist euch ein Video zu produzieren, was zertifiziertes Zubehör für die DJI Mini 4 Pro hat. Da warte ich aber noch ein bisschen, weil es gibt einige Hersteller, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, die sind beim Entwickeln, wie zum Beispiel Freewell mit den neuen Filtern und hier auch ein paar China-Hersteller, die sozusagen auch noch Equipment bauen für die DJI Mini 4 Pro als Zubehör. Und da kommt dann bald auf meinem Kanal ein Zubehörvideo zur DJI Mini 4 Pro, wo ich dann auch ausweisen werde, was zertifiziert ist, also quasi brauchbar für diese Drohne und wo man dann bei dem anderen Zubehör etwas genauer hinschauen sollte. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch gute Laune, so wie ich, und freut euch natürlich über die DJI Mini 4 Pro, beziehungsweise habt jetzt wenigstens im Kopf, was ihr alles machen müsst, wenn ihr von eurer DJI Mini 3 auf die Mini 4 Pro ein Upgrade macht. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Immer dran denken, ein Lächeln ins Gesicht, und es kostet zwar Geld, aber im Endeffekt ist es natürlich besser, als wenn die Drohne abstürzt. Ich danke dir fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.